Wusstest du, dass Bohemian Rhapsody, so wie wir es heute kennen, zuerst gar nicht veröffentlicht werden sollte? Weil die damalige Plattenfirma von Queen große Zweifel hatte, dass dieser Song in der Form überhaupt eine Chance hätte, im Radio zu laufen und deshalb die Streichung des gesamten Mittelteils verlangte. Wie man inzwischen weiß, nichts wurde gestrichen. Und Bohemian Rhapsody wurde mit über 5 Millionen verkauften Singles der erste Nummer 1 Hit von Queen und läuft heute noch im Radio. Hallo, Stefan Petrik hier. Und willkommen im neuen Video. Ob das Gitarrensolo von Brian May auch auf der Streichliste der Plattenbosse stand, das entzieht sich meiner Kenntnis. Mit der heutigen Radiolandschaft wäre das mit Sicherheit der Fall. In den 70ern allerdings, da gehörte ja so ein Gitarrensolo noch dazu, zu einem anständigen Lied. Und so blieb uns das Bohemian Rhapsody Gitarrensolo Gott sei Dank erhalten und gehört heute zu den wirklich großen Gitarrensoli der Rockgeschichte. Was ja deutlich schwieriger ist als das Gitarrensolo zu spielen, ist ja tatsächlich es zu notieren, also in Tabulatur oder in Notenschrift festzuhalten, beziehungsweise dann auch die Rhythmik richtig zu lesen und auf das Griffbrett zu übertragen. Denn da gibt es die ein oder andere Stelle im Solo, da haben ziemlich viele Gitarristen zuerst mal ihre Probleme damit. Um das deshalb für dich ein bisschen einfacher und hoffentlich auch verständlicher darzustellen, habe ich die Notenlängen in meinen Tabs verdoppelt. Zumindest an den Stellen, in denen ich die Pattern auch nur halb so schnell spiele. Das passt ja dann auch. Am Ende des Videos spiele ich das ganze Solo noch einmal in halber Geschwindigkeit vor, blende dabei aber dann die Tabs im Original ein. Und diese Tabs, also beide zusammen, Original und doppelter Geschwindigkeit, die gibt es auch als PDF. Wenn du diese zum Lernen und Üben willst oder brauchst, dann hast du auf meiner Unterstützerseite bei Tipeee die Möglichkeit dazu, diese als Belohnung zu bekommen. Ich verlinke dir meine Unterstützerseite in der Videobeschreibung. So, los geht's. Endlich. Ich habe das Solo unterteilt in Pattern. 8 Stück. 8 Pattern. Man könnte auch Licks dazu sagen. Ich nenne es jetzt hier Pattern. Es ist genau so, wie auch ich selbst ein Solo lerne und übe. Das heißt, ich unterteile jedes Solo, das ich spielen will und lernen will, erstmal in einzelne Pattern und übe diese. Da sind natürlich dann leichtere Pattern dabei, die habe ich relativ schnell drauf, und dann gibt es schwierigere. Da ist man dann ein bisschen länger beschäftigt damit. Und erst wenn alle Pattern richtig gut in den Fingern sind und auch gut klingen, dann spiele ich das ganze Solo. Und genauso machen wir hier das jetzt auch, und du machst es jetzt auch, und wir starten mit Pattern 1. Das Solo startet mit einem wunderbaren Pentatonik-Lick in C-Moll, an dem jeder sofort erkennt, um welches Solo es sich handelt. Pattern 1 beginnt mit einem Doppelschlag auf dem 8. Bund der D-Seite. Danach den 10. Bund der G-Seite ziehen, um einen Ganzton, wieder ablassen, den 8. Bund der G-Seite und den 11. Bund der B-Seite. 8. Bund B-Seite, 11. Bund wieder und Ganzton ziehen. Pattern 1 einmal im Zusammenhang in, wie vorhin erwähnt, halber Geschwindigkeit. Pattern 2 beginnt mit einem Rake. Und dabei dämpfe ich mit dem Ringfinger die D- und G-Seite ab. Das heißt, ich lege ihn einfach bloß drauf, ohne zu drücken, ja, auf die Saiten. Schlag diese an, spiele dann den 13. Bund der B-Seite, dann 15, 16, 15, 16 B-Seite, dann wieder 13, 15, 16 und den 16. Bund um einen Ganzton ziehen. Für
Pattern 3 geht es dann in den 17. Bund der G-Seite, dann 18. Bund B-Seite, 15E, 16E, 18E und 10. Dann kommt Pattern 4, das ist wohl die Stelle oder das Pattern, mit dem wohl die meisten Gitarristen erstmal zu kämpfen haben. Du schlägst den noch gezogenen Ton aus Pattern 3, am 18. Bund E-Seite, nochmal an und lässt ihn ab. Dann der 16. Bund auf der hellen E-Seite, dann wieder 15, 16. Dann Hammering und Pull-Off, 15, 16. Ich spiele es nochmal vor. Dann 18. Bund B-Seite, 15E, 18 B, 16 B, 15, 16. Dahin noch einmal. Dann 16. Noten mit 15, 16 wieder auf der B-Seite, Hammering und Pull-Off. 17. Bund G-Seite. Dann nochmal 15, 17 und 15 auf der G-Seite. Auch dieses Pattern 4 noch einmal im Zusammenhang, halbe Geschwindigkeit. Auch die nächsten beiden Pattern haben es in sich. Pattern 5 ist ein Tonleiterlauf, beginnt am 15. Bund auf der G-Seite, dann 17. Bund G-Seite, dann B-Seite 15, 16, 18 und helle E-Seite 15, 16, 18. Pattern 6, auch wieder der gleiche Tonleiterlauf, beginnt am 15. Bund der G-Seite, aber diesmal endet er auf dem 20. Bund der hellen E-Seite. Pattern 7 ähnelt doch sehr Pattern 2, allerdings ohne Rake, dafür aber mit 2 Tönen zum Auftakt, 15. 16. Bund B-Seite. Danach kommt das 8. und letzte Pattern, der Schluss vom Solo. Beginnt mit dem 10. Bund G-Seite, dann 12 und 13. Dann mit dem kleinen Finger 13. Bund, helle E-Seite und wieder 13. Bund G-Seite. Dann noch 5 Schläge auf dem 14. Bund der B-Seite. Slide auf die 7, die aber nicht klingt, sondern du schlägst dann den 6. Bund der G-Seite an. Machen wir mal die 14. Und Slide auf die 2. Und nochmal anschlagen. Und dieses letzte Pattern natürlich auch nochmal im Zusammenhang. Wie am Anfang des Videos erwähnt, jetzt noch einmal das komplette Solo in halber Geschwindigkeit. Hier blende ich jetzt allerdings die Original-Tabs ein, also die Tabs in originaler Notenlänge.
So viel von mir zu Bohemian Rhapsody, also das Gitarrensolo von Bohemian Rhapsody von Brian May. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir bitte deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.